In den weiten Graslandschaften Afrikas leben eine Gepardenmutter und 3 Geparden isoliert, fernab von allen anderen Tierherden. Die Leopardenmutter ist mutig und flink und beschützt ihre beiden Jungen stets vor allen Gefahren der wilden Welt. Die beiden Jungen sind im Jagdalter, gesund und aktiv und folgen ihrer Mutter auf jedem Ausflug. Jeden Tag bringt die Leopardenmutter ihren Jungen bei, wie sie Spuren folgen, gefährliche Geräusche erkennen und sich im hohen Gras verstecken. Sie leben friedlich in der Wildnis und verlassen sich stets aufeinander, um die ständigen Herausforderungen der Wildnis zu meistern. An einem ruhigen Morgen überquerten eine Mutter und ihre beiden Kinder eine mit Büschen übersäte Wiese. 2 Leopardenjunge entdeckten einen Metallgegenstand, der reglos im vergilbten Gras lag. Es war eine rostige Eisenfalle, die sorgfältig mit trockenen Blättern und Sand getarnt war. Sie näherten sich neugierig und schnüffelten herum, ohne zu verstehen, dass es gefährlich war. Die Leopardenmutter näherte sich langsam, ihre Augen huschten vorsichtig umher, dann bückte sie sich, um die Falle zu untersuchen. Als sie sich zum Gehen umdrehte, wurde das Hinterbein der Leopardenmutter plötzlich von einer Stahlklammer eingeklemmt. Das trockene, schmerzhafte Schnappgeräusch ließ die Leopardenmutter aufschreien und zu Boden fallen. Die beiden Jungen sprangen zurück, starrten ihre Mutter panisch an, stöhnten und wussten nicht, was sie tun sollten. Aus der Klammer begann Blut zu sickern und befleckte das Gras um den verletzten Fuß. Die Leopardenmutter wehrte sich und versuchte, ihr Bein aus der Falle zu ziehen, verschlimmerte dadurch aber nur ihre Wunde. Das Brüllen verstummte allmählich, die Augen der Leopardenmutter wurden verzweifelt und müde vor Schmerz. Die beiden Jungen drängten sich zitternd aneinander und gaben ständig schwache Geräusche in der stillen Graslandschaft von sich. Hilfloses Schweigen erfüllte den Raum, niemand reagierte auf ihre Hilferufe. Die Leopardenmutter lag keuchend und erschöpft da, ihre Augen waren in wortlosem Schmerz noch immer auf ihr Kind gerichtet. Aus der Ferne hallte das Geräusch von Motoren über die Weite des Rangerreservats. Ein Streifenwagen mit 2 erfahrenen Rangern an Bord fuhr langsam die unbefestigte Straße entlang. Sie suchen nach Spuren von Wildtieren und halten Ausschau nach verdächtigen Wildereiaktivitäten. Ein Mann entdeckte plötzlich einen seltsamen Schatten mitten auf einer Wiese, also kurbelte er sein Autofenster herunter und sah genauer hin. Er sah einen großen Leoparden flach liegen und 2 kleine in der Nähe stehen, neben einem Metallgegenstand. Das Auto wendete sofort und näherte sich, die Räder rollten leicht auf dem trockenen Boden. Als sie näher kamen, bemerkten sie, dass das Bein eines Leoparden in einer Eisenfalle gefangen war und noch immer Blut herausfloss. Einer blieb mit schussbereuter Waffe auf Distanz, während der andere mit einem Rettungsset herunterstieg. Er näherte sich langsam und beugte sich hinunter, um den Leoparden zu beobachten, ohne ihn zu erschrecken. Die Leopardenmutter lag still da, winselte leise und ihre feuchten Augen glänzten mit einem flehenden Blick. Der Ranger holte tief Luft, schätzte die Situation ein und streckte vorsichtig die Hand aus, um den Verriegelungsmechanismus der Falle zu überprüfen. Die Falle war zwar alt, aber die Klemmkraft war immer noch sehr stark und grub sich tief in den Knöchel des Tieres. Die Jungen standen näher beieinander, ihre Augen glänzten vor Tränen, als sie den fremden Mann beobachteten, der versuchte, ihre Mutter zu retten. Die Atmosphäre war angespannt, aber inmitten der Wildnis herrschte etwas Friedliches. Der Ranger flüsterte beruhigend und platzierte langsam das Pfeilknackerwerkzeug an den beiden Enden der Stahlbacken. Mit Gewalt öffnete er nach und nach beide Seiten der Falle, seine Armmuskeln spannten sich an, Schweiß tropfte auf das Gras unter seinen Füßen. Die Falle kreischte, die Eisengelenke ließen sich nicht öffnen, obwohl der Hebel gelöst war. Die Leopardenmutter knurrte leise, ihr Körper zitterte vor Schmerz und Angst. Der Ranger korrigierte die Hebelposition und wandte mehr Kraft an, um tiefer in den Eisenkiefer zu drücken. Ein lautes metallisches Klirren ertönte, die Falle öffnete sich endlich und gab die Pfote des Leoparden frei. Die Leopardenmutter zog sofort ihre Beine zurück, stöhnte und blieb regungslos liegen, da sie zu viel Kraft verloren hatte. Er bückte sich, um die Wunde zu untersuchen, nahm ein sauberes Handtuch, um das Blut abzuwischen, und wusch sie mit einer antiseptischen Lösung aus. Das eingeklemmte Fleisch war geschwollen und wies Anzeichen starker Blutungen auf, es waren jedoch keine Knochenbrüche vorhanden.
Er wickelte einen Verband um das Bein des Leoparden und behielt dabei das verletzte Tier mit sanftem Blick im Auge. Das Leopardenbaby kam langsam näher, neigte den Kopf, um die Füße seiner Mutter zu riechen, und legte sich dann mitfühlend neben sie. Der Kollege kam näher und half bei der weiteren Untersuchung auf Bissspuren oder Folgeverletzungen. Da keine weiteren Anzeichen einer Gefahr zu erkennen waren, setzten sich die beiden Ranger zusammen, ihre Hände ruhten noch immer leicht auf den Schultern des Leoparden. Sie haben keine Angst mehr, sondern fühlen sich in der Nähe von Menschen einfach wohl. Eines der Jungen leckte dem Ranger sogar instinktiv die Hand, um sein Vertrauen zu zeigen. Der Mann streichelte ihre Köpfe und spürte deutlich ihren Atem und das vor Aufregung schnelle Schlagen ihrer kleinen Herzen. Die Nachmittagssonne ging allmählich unter und schien auf die warme Szenerie zwischen der trockenen Natur und dem verdorrten Gras. Das Zwitschern der Vögel in der Ferne schien sich mit der leichten Luft zu vermischen, die gerade zurückgekehrt war. Der Ranger legte seine Hand auf den Rücken der Leopardenmutter und streichelte sie sanft, um ihr zu gratulieren, dass sie es geschafft hatte. Die Leopardenmutter schloss erschöpft die Augen, aber ihr Blick war weniger schmerzhaft und voller Dankbarkeit. Die kleine Familie versammelte sich in einem ruhigen, aber heiligen Moment in der Wildnis. Nach ein paar Minuten Ruhe stand der Ranger auf und ging zum Auto, um das Fleisch zu holen, das er trug. Er holte einen Stoffbeutel mit frischem Fleisch heraus, das sorgfältig verpackt war für den Fall, dass er auf ein verletztes Tier stoßen sollte. Er riss das Fleisch in kleine Stücke, näherte sich und legte sie vorsichtig vor die Schnauze der Leopardenmutter. Der Leopard schnüffelte einen Moment und begann dann langsam zu fressen, wobei er nach und nach wieder zu Kräften kam. Die beiden Jungen rannten zum Fleisch und verschlangen jedes Stück, als hätten sie den ganzen Tag nichts gegessen. Der zweite Ranger bückte sich und tätschelte den Kopf eines Jungen, das gerade Fleisch mampfte. Alle drei Leoparden hatten keine Angst mehr und ihre Augen strahlten vor Sicherheit und Frieden. Er goss mehr Wasser in eine kleine Eisenschale in der Nähe, damit sie in der heißen Sonne trinken konnten. Ein Leopardenjunges warf dem Mann beim Fressen einen Blick zu, kam dann herüber und leckte ihm liebevoll die Hand. Die beiden Ranger sahen sich an und lächelten leicht, sagten kein Wort, sondern nickten nur mitfühlend. Sie machten ein paar Fotos für ihre Unterlagen, packten dann ihre Sachen und bereiteten sich darauf vor, das Gebiet zu verlassen. Die Leopardenmutter konnte aufstehen, obwohl sie etwas schlaff war, aber ihre Augen waren wieder voller Entschlossenheit. Zwei Junge klammerten sich an ihre Mutter und blickten noch immer sehnsüchtig auf die Menschen, die gerade die Familie gerettet hatten. Ein Ranger drehte sich um, tätschelte sanft den Kopf der Leopardenmutter und ging dann zum Auto. Das Auto rollte langsam über den trockenen Boden und ließ drei Silhouetten zurück, die zuschauten. Die ganze Familie stand still und sah zu, wie das Auto in den Graslandschaften verschwand, die sich bis zum Horizont erstreckten. Kein Brüllen, nur ein ruhiger, aber tiefer Blick. Eine sanfte Brise wehte und bewegte das goldene Fell der Mutter und ihrer Kinder, als sie im Sonnenuntergang standen. Die Leopardenmutter drehte sich um und ging weg, ihre beiden Jungen rannten ihr sofort hinterher und alle drei kehrten in die Natur zurück. Die Gefahr war vorüber und hinterließ einen emotionalen und warmen Nachmittag. Das Heiligtum kehrte zu seiner Ruhe zurück, wo die menschliche Güte noch immer blühte. Ein Ranger trägt keine Medaillen oder Titel, sondern nur ein Herz, das jedes kleine Lebewesen liebt. Auf diesem kargen Feld schrieben sie eine wunderschöne Geschichte ohne Worte. Die Leopardenmutter und ihr Kind setzten ihren Überlebenskampf fort, doch in ihren Herzen erinnerten sie sich sicherlich an die Gestalt ihres Wohltäters. Der Tag endete mit blassem Sonnenschein, sanftem Wind und einem wortlosen Blick der Dankbarkeit. Was halten Sie von dieser Geschichte über die Rettung eines Leoparden? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.